Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es nicht um Papier, sondern um was Ähnliches, denn Schreiben auf Papier und Anfassen von Papier ist immer noch was anderes als ein Tablet in der Hand zu halten, zumindest bis jetzt, denn jetzt ist das Huawei MatePad 11,5 S Paper Matte Edition am Start, welches quasi eine Art Papierdisplay in Anführungsstrichen mitbringt. Wir schauen uns das Ding einmal kurz an. Ja, insgesamt macht es natürlich nur Sinn, wenn ihr das Gesamtpaket noch um den Pencil, den M-Pencil One Huawei ergänzt, denn dann schreibt ihr natürlich auf Papier, denn nur Angucken von Papier macht nicht so viel Sinn. Da könnt ihr auch die Variante ohne Paper Matte nehmen. Dann habt ihr ein Tablet, was gleichwertig ist, aber eben ohne dieses spezielle Display. Aus meiner Sicht gehört der Stift mit dazu, den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das Gesamtpaket mit der Tastatur noch ist auch ein bisschen günstiger. Der M-Pencil, der lässt sich direkt an das Tablet dran klipsen und fungiert dann sozusagen als Stift, damit ihr damit halt arbeiten könnt. Der hat auch, hier steht es ja nochmal drauf, verschiedene Sensitivitätslevel und so weiter und so fort. Es wird direkt übertragen, die Spitze ist transparent und sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein richtiger Stift und ihr könnt das Ganze, wie gesagt, am Tablet dann auch befestigen. Gut, das ist der erste Teil, das ist für mich mandatory, der Stift. Das Keyboard auf jeden Fall auch sinnvoll aus meiner Sicht, wenn ihr das Ding zum Beispiel in der Uni benutzt, um mitzuschreiben oder sowas, macht das Keyboard auf jeden Fall Sinn. Da steht jetzt nicht so super viel außen drauf, das gucken wir uns gleich dann beim Auspacken nochmal genauer an. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in dem Test habe ich tatsächlich das Keyboard nicht so oft verwendet, aber den Stift eigentlich die ganze Zeit, weil dafür ist das Ding natürlich gemacht und dafür ist es auch sinnvoll. Ja, das Gerät kommt mit der App Gallery, mit der Huawei App Gallery. Es lassen sich die Google Apps auf Umwegen installieren, wobei, wenn ihr das dauerhaft nutzen wollt, dann ist es vielleicht nicht das richtige Template, denn Google Apps, die werden irgendwann vielleicht dann doch mal gesperrt oder ähnliches. Es gibt da Mittel und Wege, aber ich würde euch, wenn ihr Google Apps einsetzen müsst, dann würde ich euch ein anderes Tablet empfehlen. Gut, wir haben 256 GB, 256 GB ROM und 8 GB RAM, das sollte erstmal ausreichen. Wir legen los und gucken einmal, was denn im Pencil, im M-Pencil mit drin ist. Wenig überraschend, nicht viel mehr als der Pencil wahrscheinlich. Und womöglich noch eine zusätzliche Spitze, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Aber von außen sieht der Stift auf jeden Fall schon mal sehr aus wie ein wirklicher Stift. Das finde ich ja persönlich ganz cool, dass das Ding nicht so völlig techie-mäßig aussieht, sondern eigentlich fast schon ein bisschen wie ein Stift aussieht. Ja, Bedienungsanleitung ist dabei, Garantiekarte auch, für uns jetzt eher weniger interessant. Und hier ist tatsächlich noch eine Ersatzspitze, und zwar eine komplett weiße. Wer es lieber analog zum Apple Pencil oder den Generationen der Apple Pencils mag, kann da auch eine weiße Spitze drauf packen. Ich persönlich muss gestehen, mir gefällt diese durchsichtige Spitze, die hier jetzt auch vorinstalliert ist, tatsächlich deutlich besser, weil nochmal, für mich sieht das Ding ein bisschen aus wie ein richtiger Stift und ich finde immer, es vielleicht mag natürlich vollkommen psychologisch sein, aber das hat für mich einfach etwas mehr von einem Stift, als wenn ich diese weiße Spitze aufpacke, ne? Aber reine Geschmackssache, kann natürlich jeder auch eine weiße Spitze drauf tun, das ist dann alles kein Thema. Der Stift lässt sich drahtlos an dem Tablet laden, habe ich schon gesagt, hat eine Funktion, Multifunktionstaste, die könnt ihr dann nachher mit dem Tablet auch benutzen und ansonsten ist das Ding schön leicht, hat ein bisschen Hintengewicht, passt für mich sehr gut, weil ich konnte damit wirklich sehr, sehr gut schreiben. Ich bin Linkshänder, was normalerweise bei diesen Pencils eigentlich auch nie ein Problem ist und das war es auch hier nicht. Ja, die Tastatur, gerade eben habe ich gesagt, der Pencil ist für mich unerlässlich, das ist auch so, die Tastatur, wenn ihr das Ding, um E-Mails zu schreiben und so weiter und so fort benutzt, auch wenn ihr das Ding nur benutzt, um PDFs zu beschriften und da eure Notizen drauf zu machen, zum Beispiel in der Uni oder in Besprechungen oder ähnliches, dann ist vielleicht die Tastatur nicht unbedingt Pflicht, würde ich denken, aber sie ist, und das nehme ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg, sie hat tatsächlich sehr gute Druckpunkte und passt für mich eigentlich auch vom Gewicht her und so weiter und so fort, passt eigentlich ganz gut zum Tablet. Von daher, wenn ihr es wirklich als komplettes Paket nehmen wollt, also sprich damit auch E-Mails schreibt und so weiter und so fort, dann macht auf jeden Fall die Tastatur auch Sinn. Die ist auch gut verarbeitet, der Winkel lässt sich individuell einstellen in gewissen Grenzen, also von daher Tastatur würde ich nicht unbedingt zwingend empfehlen, aber ist auf jeden Fall von der Anmutung und auch von den Druckpunkten auf der Tastatur, ich habe damit ja getippt, ist das für mich eine gute Geschichte. Und wie gesagt, das flexible Einstellen des Rückenteils ist für mich auch immer eine Komponente, wo ich sage, okay, da kann man
dann halt individuell das Tablet in die richtige Position bringen. Ja, also insofern Tastatur für mich ein optionaler Aspekt, während der Stift definitiv mit dazugehört. Und ja, fast das Wichtigste ist eigentlich, dass die Tastatur sich trotzdem auch gut anfühlt und so weiter und so fort. Es ist natürlich kein richtiges Leder, das dürfte, denke ich, klar sein. Aber ansonsten eigentlich alles, was man braucht. Auch unten hier noch so ein kleiner Schutz, damit das Ganze nicht über den Boden schleift und das vegane Leder, was es wahrscheinlich ist, da nicht beschädigt wird. Insofern, ja. Wir gucken uns jetzt mal das Tablet an. Das ist ja vielleicht dann noch die etwas spannendere Komponente neben der Tastatur. So, und da sind wir auch schon angekommen. Wir packen das MatePad einmal aus. Ja, also insgesamt muss man sagen, das Ding ist halt wirklich ultra dünn. 6 mm, meine ich, wäre der Wert, den ich gelesen habe. Also insofern ist das Ding wirklich richtig, richtig dünn, vor allen Dingen auch leicht. Dann gibt es hier noch so ein Tuch dazu. Okay, tun wir mal beiseite. Dann haben wir hier unten, was haben wir hier noch? Na, okay, ein Ladegerät. Was haben wir da? Ja, 22 Watt, ja, 22 Watt maximale Ladeleistung. Das wird nicht ultra schnell sein, um den Akku voll zu pumpen, aber ich denke, um über den Tag zu kommen, reicht der Akku sowieso, also da gehe ich fest von aus. Und wenn man dann nachladen kann über Nacht, sollte es, glaube ich, schon passen. Was haben wir hier noch? Ja, ein Ladekabel, und ich vermute mal, links ist normalerweise noch eine Bedienungsanleitung dabei. Die ist jetzt hier bei diesem Testexemplar nicht mehr dabei, aber ich denke, links ist noch eine Bedienungsanleitung dabei. So, alles andere hier, da sind nur noch, wo die Knöpfe sind an dem Tablet, da dürfte nichts mehr dabei sein. Dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt das Tablet einmal im Detail an und ich zeige euch die Details. So, da haben wir das gute Stück und ihr seht schon, dass das Ding wirklich ultra dünn ist. Das ist was mir persönlich sehr gut gefällt. In der Preisklasse so ganz dünne Tablets, das kommt nicht ganz oft vor. Apple macht das ein bisschen vor, zumindest etwas teurer. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt. Wir haben hier oben die Kamera, die Frontkamera. Wir haben dieses aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr interessante Display. Es ist ja so ein bisschen matt, es ist nicht spiegelnd. Es hat diese Papieroberfläche und fühlt sich auch ein bisschen so an. Natürlich nicht wie echtes Papier, aber ein bisschen. Rückseite gut verarbeitet. Ich glaube, das ist hier ein kompletter Aluminium-Unibody. Wir haben hier die 13 Megapixel hinten Front- und Heckkamera sozusagen. Die hintere Kamera mit 13 Megapixeln. Wir haben hier Lautsprecher, USB-C-Anschluss und hier haben wir noch den Konnektor für die Tastatur. Also insofern, das Paket ist eigentlich rund. Ein Ausschalter, lauter Wippe haben wir vorhin schon gesehen. Hier auch nochmal Lautsprecher, sodass ihr das Ganze auch Stereo hören könnt. Das ist für mich natürlich eine ganz gute Geschichte. Und jetzt fahren wir das Ding erstmal hoch. Und wir sehen hier auch schon die Verarbeitungsqualität und die Haptik ist wirklich gut. Gerade für den Preis. Und da muss man natürlich sagen, Huawei ist von der Verarbeitungsqualität her mittlerweile wirklich top of the notch aus meiner Sicht. Da gibt es kaum jemanden, der damit drankommt. Es gibt noch einen, der so ein bisschen sich anhört wie ein Apfel. Aber ansonsten gibt es da kaum Hersteller, die da mit drankommen. So, jetzt sind wir durch. Ich habe tatsächlich jetzt ungefähr 7 Tage, ehrlich gesagt, es sind 6,1 oder sowas, das Tablet einmal genutzt, mich intensiv damit beschäftigt und muss euch eins sagen, und das ist, das Display ist echt geil. Ne? Das Display gefällt mir richtig, richtig gut. Diese Papieroberfläche, und das ist ja eigentlich auch das, aus meiner Sicht, der absolute USP an diesem Gerät, die sieht wirklich cool aus. Also es ist wirklich so matt und fühlt sich ein bisschen an wie Papier. Nicht, ist natürlich kein Papier, ich habe es vorhin schon mal gesagt, logischerweise, aber es fühlt sich wirklich richtig gut an und stellt das Bild trotzdem gut dar. Es ist natürlich ein LCD-Display, das muss man auch dazu sagen, also sprich, die Farben sind nicht ganz so knallig wie bei OLED und so weiter und so fort. Das dürfte, denke ich, klar sein in der Preisklasse, aber diese Optik und auch die Haptik, wenn ihr da drüber streicht, das fühlt sich definitiv gut an. Performance ist mehr als ausreichend aus meiner Sicht, um mal ein Video zu gucken, um mal PDFs mitzuschreiben, also das, wofür ich glaube, wofür Leute das Ding benutzen werden, in der Uni mal was mitschreiben, mal hier Google Maps oder Petal Maps zu benutzen. Dafür ist das Ding halt einfach ausreichend dimensioniert mit dem Kirin 9000. Ja, da gibt's nichts, da ruckelt auch nichts und so weiter und so fort. Das geht schon ganz gut. Auch wenn ihr irgendwas umschaltet oder so, alles kein Problem. Da braucht ihr euch keine Gedanken um die Performance zu machen. Etwas anders sieht die Welt natürlich aus, wenn ihr dann in den Bereich Spiele und Co. geht. Dann muss man an der Stelle sagen, wird es dann an der einen oder anderen Stelle und je nach Spiel dann vielleicht auch mal eng. Jetzt nicht unbedingt bei diesem Spiel hier, aber insgesamt. Aber dafür ist das Ding halt, ich sag's nochmal, aus meiner Sicht auch nicht gemacht. Das ist für die Uni gedacht, damit ihr mit dem Stift auf dem PDF von eurem Prof aus die Notizen machen könnt und so weiter und so fort. Das ist vielleicht für Termine gedacht, wo man was mitschreiben will. Dafür ist es gedacht. All dafür
dafür ist es gedacht, aber aus meiner Sicht nicht primär zum Spielen. Es gibt in der App Gallery tatsächlich einen separaten Block, haben wir gerade eben gesehen, zum Stylus. Das ist natürlich ganz interessant, da sind Apps zum Stylus zusammengefasst. Ansonsten ist das hier auch voll ins System integriert. Ihr könnt hier zum Beispiel einfach einen Screenshot machen, markiert hier irgendwas und schreibt irgendeinen Quatsch dran, so wie ich jetzt. Das funktioniert gut und das fühlt sich auch beim Schreiben gut an. Es fühlt sich natürlich nicht wie Schreiben auf Papier an, da gibt es schon nochmal einen Unterschied, aber es fühlt sich aus meiner Sicht deutlich besser an als auf einem normalen Display und das ist ja am Ende das Entscheidende. Und dann habt ihr hier natürlich so Funktionalitäten, wie das Ganze dann teilen zu können und so weiter und so fort. Ich denke, das ist aber klar, dass es das gibt und darum geht es hier auch nicht. Es geht wirklich eigentlich um das Gefühl, auf diesem Display zu schreiben und auch darum, dass der Pencil aus meiner Sicht genau richtig ist, um halt nicht nur mal eben einen Strich zu machen, sondern halt eben auch kräftiger schreiben zu können, etwas dicker markieren zu können und so weiter und so fort. Dafür passt es aus meiner Sicht definitiv und das zeige ich euch hier jetzt auch nochmal in dieser Mal-App. Da sieht man es vielleicht noch mal etwas besser, als wenn wir da auf dem Screenshot rumschreiben sozusagen. Und das ist halt das, ne, was ich glaube, was das Ding ausmacht. Der Pencil und das Display, das ist die Kombination, die, glaube ich, für euch interessant sein könnte. So ihr denn überhaupt einen Anwendungszweck dafür habt. Ne? Wie gesagt, ihr bekommt andere Tablets ohne Pencil und ohne dieses spezielle Matt-Display, Paper-Display, wie auch immer man das nennt, bekommt ihr andere Tablets. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr das haben wollt und wenn das für euch eine Funktion ist, dann ist das definitiv eine Variante, die in Frage kommt. Es ist auch nicht ganz teuer. Ich glaube, insgesamt 500 € im Gesamtpaket mit allem drum und dran. Der Akku hält über einen Tag. Das ist überhaupt kein Thema. Also über einen Arbeitstag und auch über einen Unitag ganz sicher auch. Von daher könnt ihr das dann abends einfach wieder aufladen. Reicht aus meiner Sicht vollkommen. Ja, insgesamt muss man natürlich erwähnen, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, die Huawei App Gallery, die ist natürlich mittlerweile weiter ausgebaut worden. Es kommt trotzdem nicht an den Google Play Store ran, das ist, denke ich, auch allen klar. Es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen, beziehungsweise da auch hier Google Play Store beziehungsweise Google Apps zu installieren. Aber da kann euch keiner garantieren, dass das auf Lebenszeit auch passiert. Und das ist halt für mich natürlich ein Punkt, den darf man nicht vergessen. Es gibt dafür eine Übergangslösung, ganz klar. Ob euch das auf Dauer die Lösung oder wenn ihr Google Maps bzw. Google Apps benötigt, ist halt die Frage, ob das hier das Richtige ist. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Hier geht es erstmal darum, dass das Gesamtpaket mehr als stimmig ist. Wenn ihr mit den Apps auskommt, die in der Huawei App Gallery drin sind, dann ist das definitiv was ihr euch anschauen solltet. Gerade auch der Preis mit Pencil und Tastatur für knapp 500 € finde ich vollkommen fair. Und ist eine Kombination, die man auch durchaus machen kann. Wenn ihr das Ding kauft, kauft es nicht ohne Pencil, macht für mich keinen Sinn. Aber gut, muss jeder selber entscheiden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende, wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.